about socialist revolution necessary or social democracy enough if we really practiced it is in relation with something else that's been written to me, which is the capitalist system, the unregulated capitalist system, does it necessarily introduce an increase of social inequality? And I think those two can be answered together, and it does go back to the question of sovereignty. If the market is the sovereign, and if you allow the market to direct your society, which is the case now, then yes, necessarily inequalities are going to increase for the simple reason that the market gives to those who have. And economic freedom automatically means that those who already have something are able to get more because they can do anything they like. They pay lower taxes, they can use tax havens, etc., etc., everything that you already know. However, there is statistical proof that shows that the increase in public spending from 1870 right through to yesterday is absolutely correlated in all of the wealthy, successful countries today, Germany, the US, Canada, the whole of the OECD. Public spending is correlated with the increase of social welfare and well, it can be lower inequalities, as in Sweden, for instance, which is a very egalitarian country and which has more public spending than any other developed country, but does not well, it had a kind of socialist revolution in the 30s, yes, but you do not have to have what I would call a state socialist system to reduce inequalities. And for me, one of the greatest realizations of Europe was to create a welfare state, not perfect, certainly partly dependent on colonialism, all those horrors of European history that we all know, yet it did for its own people create a welfare state in which inequality was reduced considerably, and that is what the neoliberals want absolutely to reverse. And again, just because I want to make this point about sovereignty, how raw the neoliberals are. After the French and the Dutch voted against the Constitutional Treaty in 2005, the German Commissioner, Vice President of the Commission, Günther Verheugen, said to his colleagues, after the vote, we must not give in to blackmail. Isn't that marvelous? That tells you exactly what he thinks about popular sovereignty. And he wants the market to be sovereign. And this is why I'm trying to be so, I'm trying to be concrete about the philosophy, because the great conquest, ever since Thomas Hobbes, was really to define who is the sovereign. Now, it can be a totalitarian state, it can be a horrible state, but the notion, as Christian has been very careful to define, the notion of sovereignty is absolutely essential. And that's why the United States Constitution begins, we the people of the United States, and then goes down. The French Constitution is the same. Read your own constitutions. You will see that it is always the notion of the people that is at the top. But now that is what they're taking away in bits and pieces. But I would not say to the question, we don't have no democracy. And because we still have a certain number of possibilities, particularly at the national level, those are possibilities that we ought to be using. Zum Teil auch die gleichen, aber zum Hayek noch einmal und diesem Verhältnis, ist der Markt der Souverän oder sind wir der Souverän? Hayek hat wörtlich in einem späteren Werk, also war kein jugendlicher Leichtsinn, den er geschrieben hat, wörtlich formuliert, dass vernünftigerweise auch argumentiert werden könnte, dass alle Empfänger staatlicher Unterstützungsleistungen vom Wahlrecht ausgeschlossen werden können.
Also das zeigt sehr klar, dass die wirtschaftliche Freiheit die Voraussetzung für die Menschenrechte und Grundsätze betrachtet wird. Also das nochmal zur Veranschaulichung. Zur Frage, ob es an einem Zeitpunkt der Geschichte, an dem es noch gar keine Demokratie gibt, ob schon über die unterschiedlichen Formen von Demokratie gesprochen werden kann. Das würde ich so auflösen, dass wir derzeit nicht keine Demokratie haben, sondern sehr anfängliche, sehr unbefriedigende Formen von Anfängerdemokratie, Anfängerinnendemokratie, und das ist eben, dass wir nur alle 4 oder 5 Jahre eine Partei wählen dürfen, und die geht dann wahrscheinlich mit einer anderen Partei in die Regierung und macht dann dort vielleicht und sehr oft und immer öfter vielleicht auch eben nicht das, was die wünschen, die sie gewählt haben. Das ist eine Form von Demokratie. Das ist formal alles eine mögliche Form von Demokratie, aber in der Essenz ist sie keine Demokratie, was Souveränität bedeutet, und extrem unbefriedigend. Und deshalb gibt es jetzt diesen Suchprozess, wie die derzeit unbefriedigende, rein repräsentative Parteienwahldemokratie weiterentwickelt und aktiv werden könnte, die auf allen Ebenen voranzutreiben. Sowohl auf der institutionellen Ebene, in den genannten Bereichen der Gewaltentrennung, in der Frage der Subsidiarität, welche Entscheidungen spielen wir bis hinauf, von der lokalen bis hinauf zur globalen Ebene. Was sollen die Vereinten Nationen entscheiden dürfen und was soll im Dorf bleiben? Und eben bis hin zu den eigenen Umgangsformen. Wie sprechen wir miteinander? Wie treffen wir in unseren kleinsten Basisorganisationen Entscheidungen? Das sind alles Ebenen der Weiterentwicklung der Demokratie. Und das ist genau der Suchprozess, den wir jetzt mittendrin sind. Auch eine soziale Revolution ist kein Selbstzweck, sondern eine Revolution ist ja immer geschuldet einem höheren Ziel und unter anderem eben dem Erreichen von mehr Demokratie. Und das heißt, auch eine soziale Revolution muss ganz genau definieren, welche Formen der Demokratie sie denn erreichen will, und sie muss sich täglich rechtfertigen, durch welche Formen der Entscheidung sie handlungsfähig ist. Also das ist für mich keine entweder Revolution oder Demokratie, sondern jede Revolution braucht auch ihre demokratische Spielregeln. How can we introduce democracy in the commercial world, which works according to laws of subordination? Well, I think there's lots of ways to create cooperative societies, and Christian and I will be talking about that tomorrow morning. But let me just say that there is no law that says that democracy has to stop at the door of the economy, that it only concerns politics. No, it concerns the whole economy. Democracy hasn't gone far enough yet, and I think we can all agree on that. But democracy isn't something you have, it's something you do. Ich habe noch die Frage offen, ob unsere Kritikansätze eurozentristisch sind. Also ich glaube, da gibt es viele Aspekte des Eurozentrismus von nachts und des Rassismus von nachts. Aber ich glaube, einer der entscheidendsten ist das Menschenrecht auf Eigentum, das in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte enthalten ist und wo nicht so genau definiert ist, was das bedeutet. Und von dem aber je nach Interpretation alles Mögliche und Unmögliche abgeleitet wird. Das deutsche Grundgesetz geht einen Schritt weiter und sagt über Eigentum aus, dass es verpflichtet, sozial verpflichtet und sein Gebrauch zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen soll. Ein wunderbares Verfassungsziel, das aber leider in den Ausführungsgesetzen sich nicht wiederfindet. Das wäre einer von mehreren Vorschlägen der Gemeinwohlökonomie, dass man hier die zu diesem wunderbaren Verfassungsziel auch passenden Ausführungsgesetze noch hinzufügt. Es gibt Interpretationen, die für mich sehr schlüssig sind, dass mit diesem Menschenrecht auf Eigentum nie das unbegrenzte Eigentum oder Wirtschaften als Selbstzweck gemeint war, sondern eigentlich ein instrumentelles Recht, also ein Unwegsrecht, damit ich meinen menschenwürdigen Lebensunterhalt bestreiten kann. Wenn dafür ein Handtuch, eine Zahnbürste und ein Dach über dem Kopf und eine tägliche Mahlzeit notwendig ist, dann geht es hier in den Bereich der sozialen, kulturellen Menschenrechte. Und so könnte das auch gemeint sein. Aber in dieser Allgemeinheit, in dieser allgemeinen Formulierung ist es nicht hilfreich. Und hier braucht auch vielleicht die Erklärung der Menschenrechte eine Weiterentwicklung, eine
Differenzierung, ganz im Sinne des liberalen Grundsatzes, dass jede Freiheit eines Menschen dort aufhören muss, wo sie beginnt, die Freiheit eines anderen Menschen einzuschränken. Und bei der grenzenlosen Akkumulation des Eigentums ist das ganz entschieden der Fall. Immer wenn jemand zu reich wird oder ein Unternehmen zu groß wird und zu mächtig im Verhältnis zu anderen Menschen oder Unternehmen, dann ist es mit der Freiheit der anderen vorbei. Und deshalb braucht es für das Eigentum und auch für Einkommen eine ganz klare relative Grenze, damit ein gewisses Maß an Ungleichheit keinesfalls überschritten werden kann, weil sonst ist es auch mit der Demokratie vorbei. Ich sehe Demokratie und unbegrenztes Eigentum sehe ich einen absoluten Zielkonflikt und die schließen einander aus. Und deshalb, weil man hier genauer sein muss, wäre eben der Vorschlag, dass wir dazu beispielsweise einen Konvent organisieren. Das ist auch eine der schriftlich gestellten Fragen. Gibt es nicht andere Formen der Demokratie als eben nur die Wahl und das Parlament oder die Volksabstimmung? Ja, das gibt es. Und eine von vielen anderen Formen der deliberativen Demokratie oder wie immer man das bezeichnen möchte, wäre eben, dass sich ein gewählter Konvent nicht eine ganze Verfassung neu schreibt, sondern einen wichtigen Teilbereich des Zusammenlebens neu definiert. Das könnte die Bildung sein, das könnten die öffentlichen Grundgüter und die Commons sein, oder das könnte eben zum Beispiel die Eigentumsfrage sein. Und hier wurde eben auch, eigentlich begrenzt ist damit, und das wäre dann auch eine Weiterentwicklung der Demokratie, wo man zwei ganz wichtige Fragen gemeinsam löst, nämlich wie regeln wir die Eigentumsfrage neu und eben, dass wir damit auch den Sachgegenstand der Eigentumsfrage neu zu regeln schaffen, was mit den derzeitigen Mitteln der Demokratie nicht möglich ist.